Hi everybody, we can hardly believe it ourselves. 25 years since we started recording with our CEO Herb Tutzmandl. We've learned so many things and incredible friendships have started right there. We want to celebrate with you and take you behind the scenes, share a few special moments and insights with you on a trip down memory lane in the next 25 weeks. You'll get to meet some of our amazing team members, many of whom have been with us since the very beginning. And here's the first of 25 unseen bits and pieces, just for you. Die größte Angst, die ich hatte bei diesem Projekt, war ob wir die Musiker bekommen, die wir brauchen. Einerseits, dass die Qualität mitbringen und dass sie vor allem diesen Sampling-Prozess auch durchhalten und nicht nach 2 Tagen oder noch schlimmer nach 2 Wochen sagen, danke, tschüss, mich interessiert das nicht mehr, ist mir zu anstrengend, ist mir zu fad, was auch immer, kann ich nicht, will ich nicht. Ne? In dieser Detailgenauigkeit wurde eben noch nie gesampelt. Also in der Regel war das so, da ist ein Musiker gekommen, von mir aus einen Tag ins Studio und es wurde was aufgenommen und damit war das dann auch erledigt. Bei uns ging das über Wochen. Na, nicht extra anreißen, nur normal nachklingen lassen. Einen noch bitte. In den Jahren in der Silent Stage hatte ich draußen den Michi Huler, der die Aufnahmen betreut hat, der das einfach wirklich hervorragend gemacht hat, fachlich, aber auch im Umgang, im menschlichen Umgang. Es war interessant zu beobachten, dass viele der Musiker das dann im Laufe des Aufnahmeprozesses einfach begonnen haben, als Herausforderung zu sehen. In the beginning, honestly, I was a bit horrified because it was about to be like a lot of hours. But in the end, I really practiced them. And I got, I think, much better when Ich lerne mein Instrument viel besser kennen, jemals als ich es vorher gekannt hatte, weil ich da auf einmal Dinge machen muss, die man sonst nie macht. Du musst halt einfach so viel wie geht halt liefern. Ne? Und dann ist da eine gewisse Anstrengung dabei, der man im wirklichen Leben aus dem Weg geht.